Stabilität. Das ist, was sowohl die internationale Zusammenarbeit als auch Unternehmen brauchen. Ökonomische Stabilität, politische Stabilität und ökologische Stabilität. Woran macht man das konkret fest? Zum Beispiel am Thema Rohstoffe. Wir wollen in der internationalen Zusammenarbeit nachhaltige Produktion und nachhaltigen Abbau von Rohstoffen, der einen Beitrag zur lokalen Wertschöpfung leistet. Gleichzeitig haben Unternehmen ein Interesse an Rohstoffen. Sie brauchen Rohstoffe für ihre Lieferketten und für ihre Produktion. Am Thema Fachkräfte. Es gibt einen hohen Bedarf an Fachkräften in Deutschland. Gleichzeitig gibt es ein großes Interesse daran, der internationalen Zusammenarbeit Menschen zu qualifizieren, damit sie vor Ort gute Arbeit finden. Am Thema offener Zugang zu Märkten. Unternehmen brauchen einen offenen Zugang zu Märkten, um wachsen zu können, um Umsatz zu machen. Wir brauchen in der internationalen Zusammenarbeit Zugang zu Märkten, damit Wirtschaftswachstum vor Ort entsteht und zu nachhaltiger, ökonomischer und ökologischer Entwicklung beiträgt. Die GIZ bietet langjährige Erfahrung vor Ort, Partnerschaften, Netzwerke und ein umfangreiches Fachwissen in den Themen der internationalen Zusammenarbeit. Wir arbeiten in den Themen seit vielen Jahren und verfügen über eine hohe Expertise und wir werden geschätzt als vertrauensvoller Partner in der Umsetzung von Projekten. Das kann man zum Beispiel sehen an der indisch-deutschen Plattform für Investitionen in erneuerbare Energien. Dort bringen wir deutsche Unternehmen und deutsche Expertise auf der einen Seite zusammen mit den Bedarfen der Transformation in Indien. Somit leisten wir einen Beitrag sowohl für die Entwicklung in Indien als auch in Deutschland im Bereich nachhaltige Entwicklung und erneuerbare Energien. Oder am Beispiel der Gewinnung der Fachkräfte im Programm Triple Win. Da sind wir direkt beauftragt von deutschen Kliniken über International Services dabei, Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Davon profitieren sowohl Deutschland als auch unsere Partnerländer. Wir arbeiten seit 25 Jahren mit der Wirtschaft zusammen. Mit großen Konzernen, mit Mittelständlern und mit jungen Startups. Das heißt, wir kennen die Bedarfe der Firmen und Unternehmen und die Firmen und Unternehmen kennen uns. Ein Beispiel. In Thailand arbeiten wir im Projekt Thai-Reis zusammen und hebeln mit relativ geringen staatlichen Mitteln von knapp unter 2 Millionen Euro insgesamt 40 Millionen Euro private Investitionen. Ziel ist es, einen nachhaltigen Anbau von Reis sicherzustellen, der sowohl ökologische als auch ökonomische Interessen bedient. Im Projekt Catalyst unterstützen wir junge, innovative Startups dabei, ihre Projekte voranzutreiben. Diese jungen Startups leisten einen Beitrag über ihre Innovationen zu nachhaltiger Entwicklung und zum Klimaschutz. Denn alle Projekte, die entwickelt werden, sind Ideen und Konzepte, die direkt eine Reduktion von CO2 beinhalten. Ein drittes Beispiel ist das Thema Finanzierung und Investitionen. Wir arbeiten mit staatlichen und privaten Banken, Versicherungen und Investoren zusammen, um Mittel für Entwicklungsprojekte zu generieren. Hierbei stellen wir sicher, dass die Mittel nachhaltig und zielgerichtet eingesetzt werden und privates Kapital für öffentliche Interessen nutzbar gemacht werden kann. Unser Ziel für die Zukunft lautet, deutsche, internationale und lokale Interessen zu bedienen. Damit stärken wir die Wirtschaft vor Ort und unsere eigene.